Diese Minispielplatte hatte ich ja auf der vergangenen Hamburger Taktika an meinem Stand, um euch die Magnetic Gaming Boards von Miniaturicum zu zeigen. Viele von euch interessierten sich dabei auch für die Bemalung, daher erkläre ich euch in den folgenden Minuten gerne, wie ich die Landschaft angelegt, bemalt und begrünt habe. Quasi passend zum Finale meiner aktuellen Kickstarter-Buchkampagne und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Alles, was ihr zum Gestalten einer kargen Badlands- oder Wasteland-Landschaft braucht, ist ein Untergrund, etwas Spachtelmasse, Felsen in Form von Gipsabgüssen, Steinen oder Rindenstücken, Sand und Steinchen, plus verschiedene Farben und Streus. Als Untergrund nehme ich eine 45 x 45 cm große MDF-Platte, unter die ich einen stabilen Rahmen geleimt habe, damit sie sich durch Leim und Farbe nicht verziehen kann. Ihr könnt natürlich auch andere Untergründe und Größen wählen. Dieses Tutorial funktioniert beispielsweise auch mit Miniaturenbases. Schnappt euch als erstes eure Felsen. In meinem Fall sind das mit Gips abgegossene Korkrindenstücke aus einem älteren TWS-Tutorial. Als Alternativen könnt ihr gerne zum Beispiel auch Korkrinde, Rindenmulch, Steine oder als Felsen zurechtgeschnittenen Hartschaum nehmen. Klebt einige Felsen unregelmäßig auf euren Untergrund. Rührt euch danach Spachtelmasse an, um Übergänge und leichte Wölbungen zu modellieren. So könnt ihr die aufgeklebten Felsen realistisch mit dem Untergrund verbinden und hier und da noch dezente Erhebungen erzeugen. Das lockert jede Bodenfläche optisch auf und stört überhaupt nicht beim Spielen. Sobald die Spachtelmasse nach ein paar Stunden angetrocknet ist, geht's ans Besanden. Dafür nehme ich Terrariumsand, denn darin sind direkt alle möglichen Körnungen von grob bis fein enthalten. Mit einem groben Sieb teile ich meinen Sand in kleinere Steinchen und groben Sand auf. Verdünnt Holzleim mit etwa 10% Wasser, damit dieser etwas cremiger wird und nicht so schnell antrocknen kann. Bestreicht damit großzügig und schnell euren Untergrund, damit der Kleber kaum Gelegenheit zum Antrocknen hat. Streut dann direkt ein paar Steinchen auf die Platte, aber nicht gleichmäßig, sondern beispielsweise nur in die Nähe der Felsen oder in kleinen Grüppchen. Danach folgt der Sand. Und zwar als dicke Schicht, damit er vom Leim optimal aufgenommen werden kann. Lasst anschließend alles über Nacht stehen, damit Sand und Steinchen im Leim stabilen Halt finden und kippt erst am nächsten Tag den Überschuss ab. Sollten nach dem Abklopfen und Abbürsten irgendwo Lücken aufblitzen, könnt ihr sie entweder ignorieren und später mit Gras bepflanzen, oder ihr bessert sie aus. Verdünnt dafür Holzleim zu ca. 50% mit Wasser, sodass er deutlich dünnflüssiger als zuvor ist. Tupft damit auf und rund um die gewünschten Flächen, um danach vorsichtig eine dünne Schicht Sand drüber zu streuen. Denn zu viel Leim und/oder Sand würde für eine Art Fleckenbildung sorgen. Daher ist in diesem Fall tatsächlich weniger mehr. Es folgt die Bemalung des Erdbodens und der Felsen. Da meine Felsen aus Gips sind, rühre ich 3 Washes an, die ich nass in nass aufbringe. Wichtig dabei ist, nicht zu viel Wash zu verwenden, damit Überschüsse nicht herunterlaufen und ungewollt den Erdboden einfärben. Für den eigentlichen Erdboden könnt ihr jeden dunklen Erdton nehmen. Ich färbe meinen ockerfarbigen Terrariumsand nur mit einem braunen Wash ein. Wie man sich solche Washes selbst anmixt, erkläre ich im oben verlinkten Video. Statt eines solchen Washes könnt ihr aber auch ganz einfach Acrylfarbe mit Wasser verdünnen, bis Deckkraft und Konsistenz einem Wash ähneln. Wichtig ist nur, dass ihr auch einen guten Schuss Holzleim beimischt, um Sand und Steinchen zusätzlich zu verkleben. Außerdem verwende ich noch einen schwarzen, rostbraunen und ockerfarbigen Wash, um diese nass in die erdbraune Hauptfarbe zu tupfen und so für organische Farbverläufe zu sorgen. Sprüht eure Fläche zunächst mit etwas Wasser ein, damit sich der Hauptwash leichter verteilt und tupft dann die anderen Washes hinein. Dieser fleckige Look ist also gewollt, damit die Fläche abwechslungsreicher aussieht. Nach dem Trocknen geht's ans Trockenbürsten. Für den Boden verwende ich Erdbraun, Sandbraun und Grau. Die Felsen helle ich mit verschiedenen Sand- und Grautönen auf. Wie üblich gebe ich diese Farben auf meine Trockenbürstpalette, um nach und nach verschiedene Farbtöne anzumischen und von dunkel nach hell aufzubürsten. Dafür nehme ich einen möglichst breiten Pinsel mit ganz wenig Farbe und bürste immer kreuz und quer, um Streifenbildung zu vermeiden. Danach folgen auf den Felsen und größeren Steinchen die hellsten Akzente.
Den Rahmen der Platte bemale ich abschließend mit einem abgedunkelten Erdbraun. Für die Begrünung verwende ich 2 Streus. Ein dunkles Streu von ca. 2 mm Länge und ein helleres von 6 bis 7 mm Länge, um Grasbüschel darzustellen. Ihr könnt natürlich gerne noch weitere Farben und auch noch längere Fasern verwenden. Verdünnt Holzleim zu etwa 30% mit Wasser, damit dieser dünnflüssiger, aber nicht zu dünnflüssig wird. Tupft diesen Mix dann unregelmäßig auf den Untergrund, um danach die 2 mm Streu aufzubringen. Ich verwende dafür einen elektrostatischen Begraser, wobei natürlich auch ein Sieb oder eine Spritzdose funktioniert. Mehr dazu im oben verlinkten Video. Macht das am besten in 2 Durchgängen, indem ihr überschüssiges Streu zwischendurch abschüttet. So wird die Begrünung besonders dicht. Nehmt dann einen kleineren Pinsel, um kreuz und quer kleinere Leimkleckse aufzubringen. Und zwar sowohl im vorhandenen Streu als auch auf dem Erdboden. Denn nun werden die 6 bis 7 mm langen Fasern aufgebracht. Auch hier wieder in 2 Durchgängen, damit möglichst viele Fasern im Leim haften bleiben. Alternativ könnt ihr natürlich auch fertig gekaufte Grasbüschel aufkleben, aber das ist deutlich zeitintensiver. Spätestens bei großen Platten lohnt dann die Anschaffung eines Elektrobegrasers. Saugt nach einigen Trocknungsstunden den Überschuss mit einer Socke auf der Staubsaugerdüse vorsichtig ab, um die Reste irgendwann wiederverwenden zu können. Danach wären eure Badlands dann auch schon spielbereit. Übrigens, mehr Anleitungen, Tipps und Tricks zum Bemalen und Begrünen gibt's in meinem kommenden Buch Bemalung und Vegetation, das noch bis zum Sonntag, den 3. März 2024 auf Kickstarter finanziert wird. Den Link zur Kampagne findet ihr in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, alle gezeigten Bemal- und Begrünungsschritte könnt ihr sowohl für große Spielplatten, kleinere Geländestücke und auch Bases von Miniaturen verwenden. Viel Spaß beim Gestalten und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!